Verwundetenversorgung im Fahrzeug, Rettung von Patienten nach einem Chemieunfall, aus großen Höhen oder nach einem Anschlag. Alle 2 Jahre kommen in Pfullendorf für 2 Tage Sanitäter und Ärzte der Bundeswehr zusammen und tauschen ihr medizinisches Fachwissen aus. Das Thema TCCC. Tactical Combat Casualty Care. Zu Deutsch taktische Verwundetenversorgung. Mit dabei sind Polizisten sowie Soldaten 8 verbündeter Nationen, allesamt aus Spezialeinheiten. Wir zeigen euch, was die Teilnehmer lernen und worauf es bei Verwundetenversorgung unter extremen Bedingungen ankommt. Okay. Erste Station Patrouille. Im Szenario sind die Soldaten und Polizisten auf den Straßen im Auslandseinsatz unterwegs. Plötzlich ein Anschlag. Die Teilnehmer kämpfen den Feind zurück. Doch wann werden die Verwundeten behandelt? Nicht die Medizin bestimmt die Taktik, sondern die Taktik bestimmt die Medizin. In dem Moment, wo ich noch eine ungeklärte Feindlage habe, bin ich in der Phase Care under Fire und werde den Feind bekämpfen. Und die einzigen medizinischen Maßnahmen, die ich in diesem Moment überhaupt mache, ist das Tourniquet anlegen, eine stabile Seitenlage. Erst wenn Sicherheit ist. Erst wenn ich in der ersten wirklichen Deckung bin, dann würde ich weitermachen mit einer weiteren Phase. Oder wenn ich die Feuerüberlegenheit in der Form habe, dass ich dann auch wirklich arbeiten kann. Nächster Ausbildungsabschnitt. Höhenrettung. Ein kompliziertes Unterfangen, das die Teilnehmer üben müssen. Noch schwieriger wird es, wenn aus taktischen Gründen keine Spuren hinterlassen werden dürfen. Wir haben in dem ersten Durchgang eine schnelle Evakuierung trainiert und haben dort Anschlagpunkte etabliert, dann eine Trage kurz vertikal aus dem Fenster verbracht und zu Boden gelassen. Anschließend haben wir das Ganze umgebaut, dass die weiteren Kräfte ohne Material zurückzulassen sich ebenfalls abseilen können. Zurück zum angesprengten Konvoi. Ein NH-90 ist im Anflug, um die Verwundeten aus der heißen Zone zu fliegen. Trotz der Sicherung durch den Kampfhubschrauber Tiger darf der NH-90 nur möglichst kurz am Boden bleiben, wo er in wenigen Minuten zur Zielscheibe gegnerischer Kräfte werden kann. Die Trainingsteilnehmer tragen die Verwundeten schnell zum Luftfahrzeug und übergeben sie der Besatzung, die sie zum nächsten Rettungszentrum fliegt. Die Hälfte des Trainings ist vorbei. Wie gefällt den Teilnehmern die Ausbildung bis jetzt? Der Kurs ist wirklich gut. Sowohl die Infrastruktur als auch die Ausbildung selbst sind echt top. Zurück zur Ausbildung. Befehlsausgabe. Die Trainingsteilnehmer haben die Aufgabe, eine fiktive Bombenwerkstatt zu durchsuchen, in der mit Feind gerechnet wird. Doch der ist nicht die einzige Bedrohung für Leib und Leben. Gefährliche Chemikalien befinden sich im Gebäude, die sichergestellt werden sollen. Raum für Raum durchkämmen die Spezialisten von Polizei und Bundeswehr das Gebäude. Ein Ausfall. Im Zuge der Durchsuchung detoniert eine Sprengfalle. Gas tritt aus. Mit Atemschutzmaske müssen die Teilnehmer jetzt die Verletzten versorgen. Das erschwert die ohnehin schon nicht einfache Kommunikation und Zusammenarbeit. Es ist immer schwierig, wenn viele Kräfte zusammenarbeiten, die sonst nie zusammenarbeiten. Ähnliche Einsatzgrundsätze, aber eben nur ähnliche, nicht genau gleiche. Das macht es schwierig. Macht es aber auch interessant. Und das ist ja das Wichtige auch beim TCCC-Symposium hier, dass viele Leute miteinander arbeiten, um sich dann auch auszutauschen. Und vielleicht findet man das eine oder andere Goldkörnchen auf der anderen Seite. Ja, von Polizei oder Sie bei uns beim Militär. Und das macht es so charming, würde man es auf Englisch sagen. Okay. Eine weitere Station. Die provisorische Behandlung von Patienten auf Fahrzeugen. Dort, wo wir uns befinden in dieser Lage, ist kein Krankenhaus vorhanden. Dementsprechend müssen wir die Person aus der heißen Zone zum Sanitätspersonal verbringen. Im Fahrzeug liegt die Problematik am Platz, weil ich habe einen Platzmangel im Gegensatz, wenn ich mich im Wald oder auf einer Freifläche befinde. Und ich habe durch die Fahrt natürlich Bewegung, die ich normalerweise nicht habe. Und das muss trainiert werden und dementsprechend auch Erfahrung gesammelt werden. Polizei und Bundeswehr haben unterschiedliche Aufgaben. Darum werden auch ihre Sanitäter nur in Ausnahmefällen gemeinsam eingesetzt. Zum Wohle aller Patienten können aber Soldaten und Polizisten, Deutsche und Verbündete voneinander lernen.